But Hannah, how can you defend him? But I'm not defending him. You can hardly forget that your husband is my friend because of you. And I don't throw my friends away so quickly. No matter what happens, even if Jim were killed in an airplane crash, I would never, ever go back to Bowden. That's clear. And poor Bowden knows absolutely that he cannot prevent you from loving another man. He is not stupid. Then why is he trying to prevent our divorce? Because under such circumstances, it's only natural that people imagine, or at least hope, to have some possibility of power. Hans Jonas möchte dich sprechen. Nicht jetzt, später. Ich rufe ihn zurück. Oh, Mary, they are beautiful. Thank you. I don't know how you can believe anything he says these days. Well, you trusted him enough to be married with him for 15 years. I never trusted him. It's Professor Miller calling from Connecticut. He said it's urgent. He has some questions about your syllabus. Phone appointment. Tomorrow, please. And unplug that phone. Look, Mary, either you are willing to take my SAR or you must live alone. You won't change Jim either. I don't want to change Jim. He's perfect. Perfect? Naja. The men in your novels are not perfect. Why do you expect the real ones to be any better? That was Heinrich. Oh, no. That's the one phone call I would have taken. He said not to disturb you when your darling Mary is here. When will he be home? He's spending the night up there. He has to meet a student early in the morning. Danke, Lotte. No student meets early in the morning. Mary, don't start. I would be far too jealous for your charming Heinrich. It's fine. Well, I suppose we can't all be wild Berliners like you. Wild because we don't marry all our lovers? Oh, I didn't marry all of them. But almost. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Aber wir müssen auch nicht gleich darüber reden, oder? Hast du die Zeitung noch nicht gelesen? Seite für Seite, Frau Professor. Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen? Na, natürlich wollen Sie das. Warum hätte der Mossad ihn sonst gekidnappt? Findest du das richtig? Es wäre besser gewesen, Sie hätten ihn gleich auf der Straße in Buenos Aires erschossen. Ja, aber dann wäre natürlich in jedem You Fall... forgot to say hello. Hallo. The investigation has revealed that Adolf Eichmann's escape from Germany to South America was made possible with a Red Cross passport that the Vatican helped him obtain. Das kann nicht sein, der Papst würde nie einem Nazi zur Flucht verhelfen. Natürlich nicht, er half ihm, weil er so ein guter Katholik war. Gott hat ihn aber nicht davonkommen lassen. Ja, Gott nicht. Die Deutschen schon. Wirst sehen. Sie werden keinen Auslieferungsantrag stellen. The former SS officer followed what was secretly known in espionage circles as the Rat Line. Eichmann received his forged identification and passport in Genoa, and then he boarded in an Italian ship to Buenos Aires. You will perhaps understand why I want to attend Eichmann's trial. I left Germany in 1933 and I miss Nuremberg. I never saw a Nazi... no, wait. I never saw these people in the flesh. People in the Flesh. Ich denke, das ist besser, ja. Besser, ja.
Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us? It will be a privilege to have a German Jewish emigre of such high standing cover the trial. There's no doubt about that. Who is she to be offering? She should be begging to write for the New Yorker, like everyone else. Francis, she wrote The Origins of Totalitarianism. Catchy title. One of the most important books of the 20th century. Read it. Uh-oh. She's not one of those European philosophers, is she? She was the first person to write about the Third Reich in the context of Western civilization. It was brilliant, but abstract. I understand why she wants to go. Philosophers don't make deadlines. Oh, no. Musst du dir das wirklich antun? Als wir diese grauenvollen Nachrichten aus Europa hörten, erinnerst du dich, wie erschüttert wir waren, wie zerstört? Wie zerstört du warst? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. Du hast immer allen erzählt, wie klug und mutig ich gewesen wäre, dass ich aus Gürs geflohen bin. Das warst du auch, mein Herz. Viele Frauen sind im Lager geblieben, weil sie Angst hatten, dass ihre Männer sie nicht finden würden, wenn sie das Lager verließen. Ich hätte dich überall gefunden. Vielleicht auch nicht. Solange es Sommer war und warm, hatten wir immer die Hoffnung, dass es bald vorbei sein würde. Aber dann, das Warten. Immer mehr Frauen ließen sich gehen und kämmten sich nicht mehr. Wollten sich auch nicht mehr waschen. Lagen nur noch auf ihren Strohsäcken herum. Ich habe versucht, sie anzutreiben. Mal streng, mal freundlich. Aber dann, an einem Abend, es hat den ganzen Tag geregnet und die Strohsäcke fingen an, sich aufzulösen. Da verließ mich plötzlich der Mut. Ich bin so müde geworden. So müde. Dass ich die Welt, die ich ja liebte, verlassen wollte. Und in dem Moment habe ich dich vor mir gesehen. Wie du mich suchen würdest und mich finden. Verstehst du jetzt, warum ich dich nicht von mir weglassen möchte? Subis cum Gratulationibus. Hanna, großartig. Du hast sie gefragt und sie haben einfach Ja gesagt? Sie haben ja gesagt. Einfach so. Für ein Genie wie dich ist eben alles einfach. Ach komm, nun mach mal halblang. I hope you're still teaching next term. You will hear all about that when the tribe comes over. Weißt du, so ein bisschen graut mir ja auch vor dieser Reise. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Ach, Hans, das wäre schön. Da wären wir wohler. Oh, thank you.
Nixon's usually an unrepentant bulldog, but he's lost his nerve. He's like a frightened schoolboy wanting to be liked. He's even trying to get Kennedy's approval. Nixon is a liar. It's a strategy. He only cares about his career. That's why he's going to win. No, Nixon calculates. But Kennedy is young and handsome and inspiring, and that's what matters when the chips are down. Chips, Hannah. Chips, not ships. Oh, that must be Hans und Lore. Meinetwegen. Chips. English can only be a second-rate fiddle for us. If you want to hear Hannah play her Stradivarius, you should learn German. She asked me to correct her. Impossible. Must have been someone else. Zug hatte Verspätung. Dann natürlich. Sind schon alle da? Die Ausrede kennen wir doch. Legt ab, sind alle schon da. Aber schön, dass ihr gekommen seid noch. Meet the latest member of the tribe, Professor Miller, Hans and Laura Jonas. Such a pleasure to finally meet you. Professor Miller, it's an honor. Hannah tells me you're her oldest and dearest friend. The oldest for sure, but not the dearest. Oh, Heinrich is much older than me. And much better looking. So, did you already know each other back in Germany? Thomas, I said old friend. In Europe, that means we met more than 10 minutes ago. They met in the 20s as students of Heidegger, the Hosenmatz philosopher. Ich möchte nicht noch einmal in einem Atemzug mit diesem Nazi genannt werden. Das gehört jetzt nicht hierher, Hans. So, you were all students of the confounding Martin Heidegger. Oh, I didn't even finish high school. But aren't you a professor at Bard? Original thinkers don't need degrees, Professor Miller. To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem. Oh, thank you, Hans. Das ist keine Vergnügungsreise, Hans. Lotte, Champagner! I'm honored that a colleague from my university has this great opportunity to be an eyewitness to history. We'll miss you. Oh, thank you. Yes, really. Thank you. It is just wonderful, Hannah, that you, one of us, will be present for this great trial. Das ist kein großer Prozess. Er ist illegal. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienstfratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Heiliges Recht? Ha, Hans, du bist mir Schurke. Aber die meisten Überlebenden leben doch jetzt dort. Eben. Und die Überlebenden wollen diesen Verbrecher sehen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Und da werden sie alle vor Gericht gezerrt. Sie werden als Zeugen vorgeladen. Dann wird der Prozess Jahre dauern. Dieser Prozess... Moke, oof. Do you understand anything? I thought you were the German speaker. Well, I can read it perfectly, but they're speaking so fast. Der israelische Staat existierte zur Zeit der Nazi-Verbrechen noch gar nicht. Leider noch nicht. Sonst hätte er genau wie Frankreich und England Hitler den Krieg erklärt. Aber wir waren doch trotzdem da. Wir haben womöglich unsere Pflicht getan. Ja, wir haben gekämpft in der britischen Armee als Freiwillige gegen die Nazis. 44 in der jüdischen Brigade. Ich und viele, viele andere mutige Männer aus Israel. Das wissen doch alle hier. Aber Heinrich scheint nicht zu begreifen, was es bedeutet für seine Überzeugung, die Waffe in die Hand zu nehmen. Er hat für seine Überzeugungen sein Land verlassen müssen. Das mussten viele, das ist noch kein Verdienst. Dir wird niemand deine Verdienste madig machen, Hans. Hannah betont immer wieder, wie sehr sie dich als Soldat bewundert hat. Nicht nur als Soldat. Lottie. Eichmann war in Nürnberg angeklagt und damals hat er sich der Verhaftung entzogen. Der Mann ist vogelfrei. Tell us what they're Bevor die saying. beraten. I'm sure you'd prefer to hear it from Der Hannah. Mann ist einer der größten Verbrecher unseres Jahrhunderts. Und damit gehörte er vor einen internationalen Gerichtshof. Den es nicht gibt. Eben. Wenn der Prozess so ablaufen wird, wie du ihn vorausliest. He's just one of those passionate ex-communists from Berlin. Jewish? No, but he followed Rosa Luxemburg to the end. So, of course, that's better than a PhD. Du kannst doch nicht die ganze Geschichte vor Gericht stellen, sondern nur einen Mann. Ja, eben, ein Mann steht vor Gericht. Für Mord. Strange pair. Ja, für Mord. They're fantastic. The happiest married couple in the Und world. den musst du ihm auch noch nachweisen können. Und nicht für alle Whatever Morde. you're saying, I agree with all of you. Everybody English now, please. Sorry, Mary. Bis bald. Adieu, Charlotte. Bis bald, liebe Hannah, danke. Bis bald. Ich war wieder viel zu heftig mit Hans. Sag ihm, dass es mir leid tut. Das sagst du jedes Mal. Ich weiß.
See you on campus. Oh, it was great having you, very Thomas. Bye. Hoffentlich noch. Ja, hoffentlich kommen Sie gut nach Hause bei diesem fürchterlichen Sturm. Sehr schrecklich. Ja, es macht mir eben Freude, Hans ein bisschen Feuer unter seinen heiligen Hintern zu legen. Besonders, weil er so glücklich darüber ist, dich in die Hölle zu schicken. Oh. Du. Da steht es. In seiner Antrittsrede dankt er dem Führer. Und hinterher wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen. Tu viens avec moi? בבקשה, גברת. Hanna, meine Hanna. Oh. ירושלים, אהובתך. Wie geht es meinem Heinrich? Ist er gut zu dir? Tja. Manchmal sogar zu gut. Ich würde mir gerne wieder von ihm auf die Finger klopfen lassen, weil ich mich in dem Irrgarten der Ereignisse nicht mehr zurechtfinde. Dafür hat er mir jetzt auf die Finger gekloppt. Er hat Angst, dass mich das alles hier wieder in die finsteren Zeiten zurückversetzt. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Und du bist stark. Meine Hanna, das war's für immer schon. Und mutig. Sehr mutig. Sag mal lieber, wie es dir geht. Wie geht's deinem Herzen? Nicht so gut. Es hat sich immer noch nicht daran gewöhnt, die Welt, in der wir leben, als Wirklichkeit hinzunehmen. Israel ist schneller gealtert als du, meine kleine Hanna. Ich habe immer gedacht, du würdest auch so eine Kinderschar in die Welt setzen. Ah, Jenny, zuerst waren wir zu arm. Und als wir es uns dann hätten leisten können, dann waren wir zu alt. Arm sind hier viele, aber Kinder haben sie trotzdem. Kinder sind sehr wichtig. Wir sind noch ein junges Land. Es wurde höchste Zeit, dass du uns besuchst. Sie ist nicht zu Besuch hier. Siehst du? Er will mich schon wieder loswerden. Mich stört nur, dass wir dein Kommen einem wilden Tier zu verdanken haben. Deswegen wird er in einem Käfig vorgeführt. In einem Käfig? Aus Glas. Um ihn vor uns zu schützen.
במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. Und Hausner stolziert herum, als müsste er mit Eichmann um die Hauptrolle in einem Theaterstück wetteifern. Dass er eine dramatische Eröffnungsrede halten würde, war zu erwarten. Im Sinne von Ben Gurion? Der steckt doch wohl dahinter, oder? Israel muss sehr aufpassen, dass dieser Prozess nicht zu einem Schauprozess wird. Typisch meiner Hanna. Warte es doch erst einmal ab und versuche Ben Gurion zu verstehen. Unsere Jugend lehnt es bisher ab, sich mit den finsteren Zeiten, wie du sie nennst, zu konfrontieren. Entweder schämen sie sich für ihre Eltern, weil sie nicht gekämpft, sich nicht gewehrt haben, oder sie werfen ihnen vor, sich unehrenhaft verhalten zu haben. Sie glauben, dass nur Kriminelle oder Huren die Lager überleben konnten. Und du glaubst, dass Hausner in ihnen Verständnis erwecken kann für das, was ihre Eltern erlitten haben? Hab ein bisschen Geduld mit uns. Jawohl, ich lese hier, dass während des Transportes 15 Personen gestorben sind. Dazu kann ich aber nur sagen, dass für die Erfassung ja nun das Dezernat TW4 nicht verantwortlich gewesen ist. Das sind eben die örtlichen Stellen gewesen. Es geht dies ja aus den Richtlinien hervor. It says here that the order was given by the Reichsführer. But tell me, why do you have the officer to be the officer transferring this order? Why Eichmann? Does the Reichsführer have no other way of contacting Chikwa but Eichmann? Es geht schon aus dem betreffenden Bezug hervor, dass die örtliche Staatspolizeistelle oder Staatspolizeileitstelle an das Amt 4 die Anfrage gerichtet hat. Und daher bekam ich diese Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung und habe sie als Übermittlungsstelle behandeln müssen. So wie mir das befohlen war. Ich musste ja das machen, was mir befohlen wurde. Aber in den Richtlinien legten Sie fest, wie viele Leute in jeden Wagen hineinzuquerken seien. Stimmt das? Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür zu erledigen gehabt. Die anderen Teilchen, die notwendig waren, bis so ein Transport rollte, haben die verschiedenen anderen Stellen gehabt. Herr Vorsitzender, ich habe das Gefühl, dass ich hier so lange gebraten werde, bis das Romstick eben gar ist. Aufgrund einer Sache, die so voller Unzulänglichkeiten sind, wie dies ja haarscharf beweisbar ist. Jetzt hast du das Raubtier endlich gehört. Geht es dir nicht gut? Doch. Doch, am Fall. Fein. Gut. Und? Er ist so völlig anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er war bei der SS. Das sind furchterregende Gestalten. Ja, eben nicht. Das ist ja gerade. Der sitzt in seinem Glaskasten wie ein Gespenst. Noch dazu mit Schnupfen. Ist überhaupt nicht unheimlich. Ist ein Nobody. Er redet in einer grauenhaften Amtssprache. Und dann plötzlich kommen so Sätze wie: Ich fühle mich wie ein Rumpsteak.
das gegrillt werden soll. Ja, das ist unglaublich. Metzar, ich nehme an, du willst jetzt kein Rumsteak. Willst du mich aufheitern? Man merkt die Absicht und man wird verstimmt. So fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Erlaubt ist, was gefällt. Auch das so. Erlaubt ist, was sich ziemt. Willst du genau erfahren, was sich ziemt? So frage nur bei edlen Frauen an. Mein Vater war Schneider in Berlin. Er hat beim Rasieren immer aus Faust zitiert. Am liebsten den Mephisto. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Eichmann. Eichmann ist kein Mephisto. My father was 58, my mother, she was 43, my brother, who was 22, I was 21, my sister was 19, my brother was 16, other brother was 14, sister was 8, and the little brother was 5. We're trying to keep together and go along on the road, what have been told by this brave SS. מי מכל אלה מבני משפחתך נשאר בחיים? Only myself. רק אני. Nachher, wie wir abgezählt worden sind, waren wir 200, 210. Von dem Transport von 1200 und der zweite Transport, der ist restlos vergast worden. Also der Transport, der direkt nach uns fortging, der ist ganz vergast worden. Es war... Entschuldigen Sie. Ja. Nun, bemühen Sie sich. לכוח עליון מחוץ לדרך הטבע. This was a power, the unnatural power above nature, which sustained me. אחרי זמנו של אושוויץ, that after the שנתיים, period of Auschwitz, בהיותי 2 years מוזלמן, in Auschwitz, when I was a לעבור Muslim, את זאת, כי withstand רגע, תשמע עכשיו לי. לא, הרמתי לו. שקט, שקט, שקט. שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש מאוד, כן? כל אחד ישב במקומו. שבו במקומכם. אני לגמרי בדעתך. נמאס לשמוע שנים שעושים לנו את הטרור הזה, שיגמר כבר. Madame, your phone call to America has gone through. Oh, thank you. Wenn du sehen würdest, wie die Menschen versuchen, ruhig zu bleiben bei ihren Aussagen. Dabei haben die meisten Geschichten, die wir hier hören müssen, mit Eichmann als Person ja überhaupt nichts zu tun. Aber wir wussten beide von Anfang an, dass es in diesem Verfahren mehr um die Geschichte geht, als um die Taten eines einzelnen Mannes. Ja, aber es ist trotzdem schrecklich. Ach, mein kleines Mädchen in der Fremde. 3 minutes are over. Ach, schon 3 Minuten. Stups, das kostet ein Vermögen. Wir müssen Schluss machen. Ja. Bis bald. They wanted a central organization which would be the spokesman of Hungarian Jewry. Well, it doesn't matter at what meeting this was, but did they say how many members such a committee should have, which would be responsible to the Germans? They told us that about 4 or 5 persons should constitute that representative body. They didn't call it Judenrat. And this also calmed us down because we knew already what was the purport of Judenrat.
To what extent did you report about the situation to the communities and the provinces, those who were deported? There was no such possibility because by the time I obtained this information and by the time we realized what Auschwitz was, the eastern part of Hungary and the northeastern part, this comprised these 300,000 people. They had received news from us. They had known the fate, but what could we have done? What could we have done? Tots. תצא מכאן, אתה מפריע. לשבת, לשבת. אם אתם רוצים להישאר, תשבו בבקשה. Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Haben Sie nie einen Konflikt geführt, einen Gewissenskonflikt zwischen Ihrer Pflicht und zwischen Ihrem Gewissen? Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Gespaltenheit. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Ansicht? Sicherlich, wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar. Ja. Das war also nicht ein Schicksal, das kommen musste. Aber es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens. Es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens und sicherlich ist es nun so gewesen, es war die Kriegszeit, Turbulenz, jeder eins hat sich gesagt, es hat ja keinen Zweck, wenn ich dagegen ist ein Tropfen auf den heißen Stein verdampft und hat gar keinen Zweck, hat weder Sinn noch irgendwelchen Erfolg oder Misserfolg oder irgendetwas. Und so, es muss irgendwie auch in der Zeit liegen, denke ich mir. In der Zeit Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill, und diese Sachen. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Er hätte jedem Gesetz gehorcht. Aber ich bitte Sie, jeder, der in die Partei eingetreten ist, dazu als SS, war ein überzeugter und bösartiger Antisemit. Er schwört, er habe nie einen Juden persönlich verletzt. Das kann er lange behaupten. Aber ist es denn nicht interessant, dass ein Mann, der alles getan hat, was ein mörderisches System von ihm verlangt hat, der sogar eifrig genaueste Details über seine feine Arbeit ausbreitet, darauf besteht, dass er persönlich nichts gegen Juden hat? Falsch, er lügt nicht. Hanna, du gehst ihm auf den Leim. Er behauptet, er hätte nicht gewusst, wohin die Züge fuhren. Glauben Sie das etwa auch? Für ihn war es unwichtig, das zu wissen oder nicht. Er beförderte Menschen in den Tod, aber er fühlte sich nicht verantwortlich dafür. Denn einmal die Züge in Bewegung gesetzt, war seine Arbeit getan. Ach, und er meint, deswegen habe er keinerlei Schuld an dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht er es. Er ist Bürokrat.
Deine Suche nach Wahrheit ehrt dich, aber diesmal gehst du in die Irre. Aber Kurt, du kannst doch nicht leugnen, dass ein riesiger Unterschied besteht zwischen dem unvorstellbaren Grauen seiner Taten und der Mittelmäßigkeit des Mannes. Keine Sorge, Rachel. Hanna und ich haben uns schon immer so gestritten. Ich habe nur Angst, dass sie noch viele Menschen verärgern wird. Das ist nun mal ihre Natur. Sie kann nicht anders. Aber nachdem wir uns die Köpfe eingeschlagen haben. Haben wir uns immer wieder versöhnt. Nicht Kurt. Denk an dein Herz. Ich weiß, ich werde nicht jünger. Aber manchmal wünsche ich dir ein bisschen mehr Blei in die Sohlen, damit du mir nicht immer so schnell davonläufst. Ich lauf dir nicht davon. Niemals. Was ist denn da drin? Kopien der Gerichtsprotokolle. Allein 6 Bände Eichmann-Verhöre. Ich könnte sie dir per Schiff nach New York nachschicken. Nein, ich muss doch gleich anfangen zu lesen. Bring Heinrich mit beim nächsten Mal. Bist du zu Hause? Was mit deinem Unterricht? Gecancelt? Ich habe gesagt, es ist ein Notfall. Thank you, Freddy. Thank you. Oh, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. 4 Pfund. Sieht man das nicht? Ich habe nur für dich gehungert. Guck mal da, meine Hausaufgaben. Du nimmst jetzt ein paar Tage frei. Oh, Stups, ich muss 2000 Seiten lesen, noch vor Semesterbeginn. Jetzt mach mal halblang, Frau Professor. Von Mary. Nein. Von mir. Stups, falscher Stapel. Miller hat mich gebeten, noch eine Klasse zu übernehmen. Weil irgendjemand krank geworden ist oder sich scheiden lässt oder irgend so was typisch Amerikanisches. Dabei weiß ich doch schon jetzt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Du musst endlich lernen, Nein zu sagen. Natürlich nur bei den anderen. Anna. Yes. Ah, yeah. Hello, Mr. Sean. She is not in right now. She should be back soon.
Yes, certainly. I will give her the message. Und? Der höfliche Mr. Sean hat sich nicht so ausgedrückt, aber ich vermute, dass er wahnsinnig neugierig ist, wann du endlich die Artikel bei ihm vorbeibringst. Ach, es gibt ja noch nicht mal ein Urteil. Ja. Und überhaupt, Sean, wie kann es wagen, bei dir anzurufen? Ich glaube, er kann es sich nicht vorstellen, dass eine so gefeierte Autorin wie du gegen ihre Papierberge hier ankämpft, ohne eine Zeile zu schreiben. Ach ja, aber Monsieur hätte die Artikel natürlich längst geschrieben, nicht? Darin besteht ja wohl kein Zweifel. Danke. Frau Professor. Du kannst auch mein Arbeitszimmer benutzen. Comme vous êtes gentil, Monsieur. Du musst nur den Pfeifenständer noch rausnehmen. Da wird sich dein Arzt aber freuen. Wer im Glashaus sitzt. Wie kannst du mich einfach so verlassen? Ohne Kuss und Klaps? Große Philosophen stört man nicht beim Denken. Aber ohne Kuss können sie nicht denken. You can put it here. Thank you, Freddy. You're welcome. Aus Israel. Mindestens 500 neue Seiten vom Gericht. Ich werde sie dir nachher ein bisschen vorsortieren. Lottchen, ich bin so froh, dass ich dich habe. Mit einer Tochter, die sicherlich nicht so gut befreundet sein können wie mit dir. Mein Vater sagte immer, Gott gibt uns die Familie, aber Gott sei Dank können wir uns unsere Freunde selbst aussuchen. Naja, interesting theory. Aber glaubst du, ich hätte mir Charlotte ausgesucht? Ach ja, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass sie angerufen hat. Sie wollte Heinrichs neue Nummer in Bart wissen. Und hast du ihr gegeben? Konnte sie leider nicht finden. Sei auf der Hut, Lotte. Als Psychoanalytikerin kann sie wahrscheinlich Gedanken lesen. Soll ich das schon mal wieder mitnehmen? Ja, bitte. Danke. Einer von draußen reingestürzt und hat gerufen, rasch, rasch, eilt euch, die SS kommt zurück. Ich habe zwei Freunde, die neben mir waren, die habe ich einen Brief geschoben gegenüber. Einmal wöchentlich fand der berüchtigte Dr. Mengele-Appell statt. Das Gerücht, dass Dr. Mengele da sei, genügte, um im ganzen Lager Furcht und Schrecken zu verbreiten. Sondern man muss konkret seine Schuld bekennen. Es muss der Politiker sagen, ich habe das nicht interpretiert vor. Mehr gewesen wäre, von dem, was ich Zivilcourage nenne, dann wäre manches anders geworden. Fräulein Arendt, Sie sagen, Sie wollen bei mir das Denken lernen. Denken ist ein einsames Geschäft. Every time I even write a sex scene, I have you horribly on my conscience. As if you're tugging at my elbow saying, stop. I have no problem with sex. I'm afraid you'll think I'm an exhibitionist or something. Well, you are. But you've written your first book without a hint of memoir. It's pure fiction, is it? Is that a left-handed compliment or just straight criticism? No. I think you've written beautifully balanced sentences, and I think at times it's hilariously funny. You have never been this positive. Did you hate all my other Mary, books? you can't take a compliment. No. Anna! Sie sind meine Heldin. I thank you. The German department thanks you.
We all thank you. God, asking for a raise. Sehen Sie, die abendländische Tradition krankt an dem Vorurteil, dass das Böseste, was der Mensch tun kann, aus den Lastern der Selbstsucht stammt. Aber das Böse hat sich in unserem Jahrhundert als radikaler erwiesen als vorgesehen. Und wir wissen heute, dass das Böseste oder das radikal Böse mit solch menschlich begreifbaren, sündigen Motiven wie Selbstsucht gar nichts mehr zu tun hat. Es hat vielmehr mit dem folgenden Phänomen zu tun: der Überflüssigmachung des Menschen als Menschen. Das gesamte System der Konzentrationslager war darauf ausgerichtet, die Gefangenen davon zu überzeugen, dass sie überflüssig waren, bevor sie umgebracht wurden. In den Konzentrationslagern mussten die Menschen lernen, dass Strafe keinen Sinnzusammenhang mit einem Vergehen haben muss. Dass Ausbeutung niemanden Profit bringen muss und dass Arbeit kein Ergebnis zu zeitigen braucht. Das Lager ist ein Ort, wo jede Handlung und jede Regung prinzipiell sinnlos wird. Wo mit anderen Worten Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird. Ich fasse zusammen. Wenn es wahr ist, dass in den letzten Stadien des Totalitarismus ein absolutes Böses erscheint, absolut, weil es nicht mehr auf menschliche Motive zurückzuführen ist, dann ist es ebenso wahr, dass ohne ihn, ohne den Totalitarismus, wir die radikale Natur des Bösen nie kennengelernt hätten. Wie spät ist es? Zweite Stunde hat begonnen. Sie wissen, was das bedeutet? Danke. Danke. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte, versuchen Sie es. Waren Sie in einem Lager? Ich hatte die Gelegenheit, eine gewisse Zeit im Internierungslager Gurs in Frankreich zu verbringen. But weren't the French on your side? Am Anfang ja, sie haben uns ja aufgenommen. Aber als dann die Deutschen am 10. Mai 1940 in Frankreich einmarschierten, da haben uns unsere französischen Freunde plötzlich in Internierungslager gesteckt. Wir wurden zu einer Art von neuen Menschenwesen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt wurden. Wie konnten Sie dann entkommen? My husband and I were lucky to receive a visa to America. Ein Visum, noch lange kein Pass. Wir waren 18 Jahre lang staatenlos. Und was war Ihr erster Eindruck von Amerika? Paradise. Ist Ihnen das klar geworden? Just a moment, please. How did you find? Who phoned? Charlotte. My class, they are waiting. I'll take over. No, but Mary, it's advanced German Then class. They will be delighted to speak English again. Go, go, go.
Liebling. Nicht weinen. Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er sagt, du hast nur eine Chance von 50%. Du vergisst die anderen 50%. Worüber hast du mit deinen Studenten gesprochen? Über uns. I understand. Thank you for the message. Yes. Hanna, Ja? Sie werden Eichmann hängen. Richtig so. Richtig. Aber nicht gerecht. Du meinst, die Strafe sei nicht ausreichend? Die Strafe ist eine scheinbare Gerechtigkeit. Ja, es gibt eben für seine Taten keine wirkliche Strafe. Deswegen wäre es mutiger, ihn leben zu lassen. Jetzt, nach dem Urteil, brauchst du dich vor deinen Freunden vom New Yorker nicht mehr zu verstecken. Nein, nein, jetzt wirst du erst mal richtig gesund. Seit meinem kleinen Unfall hast du nicht mehr geschrieben. Falsch, ich habe mir Notizen gemacht. Ah. Außerdem, Gehirnaneurysma ist kein kleiner Unfall. Du hättest sterben können. Ja, aber Eichmann ist ein Monster. Und wenn ich Monster sage, dann meine ich nicht der Teufel. Man muss nicht besonders klug, man muss auch nicht besonders mächtig sein, um sich als Monster zu verhalten. Damit machst du es dir zu einfach. Das Neue an dem Phänomen Eichmann ist doch, dass viele ihm so ähnlich sind. Dass er ein erschreckend normaler Mensch ist. Aber nicht alle normalen Menschen waren Leiter der Abteilung Römisch 4 B4 im Reichssicherheitshauptamt und damit beauftragt, die europäischen Juden zu vernichten. Da hast du ja recht. Aber er sah sich als gehorsamen Diener des deutschen Staates, der den Auftrag des Führers zu erfüllen hatte. Meine Treue ist meine Ehre. Der Befehl des Führers war doch zum Gesetz erhoben worden. Deswegen bekannte er sich ja nie schuldig im Sinne der Anklage. Er handelte nach dem Gesetz. Hanna, es ist aktenkundig, dass Eichmann die Judenvernichtung auch dann noch weiterführte, als Himmler es ihm schon längst untersagt hat. Siehst du denn und warum? nicht, Und warum? Weil er sein Werk vollenden wollte. Siehst du denn nicht, dass jedes Gesetz, jedes Gebot in sein Gegenteil verkehrt wurde? Es hieß nicht mehr, du darfst nicht töten, sondern du sollst töten. Um seine Pflichten zu erfüllen, hatte man der Versuchung, gut zu sein, zu widerstehen. Ja, großartig, dann gibt es keine persönliche Verantwortung mehr, keine Schuld. Jeder gesunde Mensch weiß, Mord ist Unrecht. Da waren die meisten Menschen in Europa, unter ihnen viele unserer Freunde, über Nacht krank geworden. Heidegger war dein Freund. Hans? Er war nicht der Einzige, der uns enttäuscht hat. Hanna, bitte, du kannst das so nicht schreiben. Nicht für den New Yorker, auf gar keinen Fall. So nicht. Hans, die Glastür. Das ist zu abstrakt. Das ist missverständlich. Die wollen keine philosophische Abhandlung. Die möchten wissen, was hat er, Eichmann, als Nazi getan? Oh, Hemingway was just an ambulance driver. Thomas, as a writer, he was nothing more than the premature ejaculator of the 20th century. You just hate him because he wrote like a real man. Willst du ihm vergeben? Ach, doch nicht so ein Unsinn. Natürlich bin ich froh, dass er gehängt wird. So, jetzt trinken wir aber auf Heinrichs Genesung. Well, come on. Ja, to Heinrich. To his health. We drink to his health. Very good idea. Los, Hans, hier auf Heinrich. Stups auf dich. So, es wird nicht mehr geküsst, nur noch mich.
Warum ist Hans so wütend geworden mit mir? Weil er in dich verliebt ist. Das war schon als kleiner Student. Mumpitz. Und er hasst Heidegger mir dafür, dass der dein Herz erobert hat, als dass er in die Partei eingetreten ist. Dann müsste er dich aber noch mehr hassen. Das tut er vielleicht auch. Das Genesungsgefeier hat mich erschöpft. Ich gehe ins Bett. Das Denken führt zu keinem Wissen, wie die Wissenschaften. Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit. Das Denken löst keine Welträtsel. Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum Handeln. Wir leben, weil wir lebendig sind. Und wir denken, weil wir denkende Wesen sind. Wir sind so sehr daran gewöhnt, Vernunft und Leidenschaft als Gegensätze zu verstehen, dass die Idee von einem leidenschaftlichen Denken, in dem Denken und Lebendigsein eins werden, fast etwas Erschreckendes für mich hat. Entschuldigung. Aber nein, Hanna. Tolstoy wrote War and Peace in this time. Hello. Mrs. Aaron, Bill Shawn here. Is this a good time to talk? I mean, are you busy? Yes, why? Can I be of any help? How? Perhaps if you've finished the first article, I could have a look. Mr. Shawn, I don't deliver in pieces. No, of course, I do realize what an enormous task this is, and wanted to let you know how much we're looking forward to the results. Well, then perhaps I should get back to it instead of chatting on the phone. Or did you want to pressure me with a deadline? No, of course not. Take as long as you need. Thank you. Bye. What's the matter with you? Have you fallen in love with her or what? Oh, God, no. Sie sagen, Sie
Furtwängler. Sie haben mitgedacht. Stimmt es, haben Sie so gesagt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Sie haben nicht mitgedacht. Bitte? Sie haben nicht mitgedacht. Sie waren ein Trottel. Sie haben nicht mitgedacht. Mitgedacht? Ja. Ja, mitgedacht habe ich Ja. selbstverständlich. Sie waren kein Trottel. Da kannst du das reinmachen. Bist du sicher, dass du fahren kannst? Ach, du hast mit deiner Sorge alle so angesteckt, dass sie bestimmt mit einem Rollstuhl auf mich warten. Ich bin überzeugt, einige lovely women würden sich bestimmt darum reißen, dich zu schieben. Niemand kann mich so gut herumschieben wie du. Lotte, passen Sie gut auf sie auf. Danke. Pass auf. Ich habe den Absatz jetzt geändert. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet, als Inkarnation des Satans. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Das ist großartig. Ist besser, ne? Ja. Voilà, Monsieur. From a humdrum life without significance and consequence, the wind had blown Adolf Eichmann into history. Fascinating choice. It begins so poetically. A bit over the top. A leaf in the whirlwind of time, he was blown into the marching columns of the Thousand-Year Reich. Twice in a row with a wind metaphor? But listen to this. It was sheer thoughtlessness, something by no means identical with stupidity, that predisposed him to become one of the greatest criminals of the 20th century. He was simply unable to think. That's original. This here is also quite original. They'll have our heads for this. Wherever Jews lived, there were recognized Jewish leaders, and this leadership, almost without exception, cooperated in one way or another, for one reason or another, with the Nazis. The whole truth is that if the Jewish people had really been unorganized and leaderless, there would have been chaos and plenty of misery. But the total number of victims would hardly have been between 4.5 and 6 million people. Jewish leaders testified at the trial. It had to be mentioned. She's blaming the victims. That's not true, Fran. She clearly makes a distinction between the powerlessness of the victims and the dubious choices of some of their leaders. Clearly? Don't exaggerate. The whole section is only 10 pages out of almost 300. Them's fighting words, Bill. You better make sure she's got her facts straight, or we'll be needing bodyguards. For her and for us. She doesn't strike me as someone who's off on the facts. And as for the grammar. What you have written is simply brilliant. I suggest that it be broken up into 5 articles. 5. If I give it that much space, it will entail very few changes. I spoke with your editor, and he told me the book will come out directly afterwards. Congratulations. Thank you. Shall we? Sure. Oh, this is Greek, right? Einai. It means to be, in the sense of existence. But of course, you realize that most of our readers don't understand Greek. They should learn.
There's really only one section that worries us a bit. Oh, today you say us and not me? Invoking your army, Mr. Sean? Yes, maybe I am. It's this description of the Jewish leaders. Their relationship with Eichmann's office was very important. I think I made it quite clear. Yes, of course, but you do offer a kind of interpretation of your own that might disturb just a bit. That is incorrect. I purposely did not attempt to analyze or to explain their behavior. To a Jew, this role of the Jewish leaders in the destruction of their own people is undoubtedly the darkest chapter of the whole dark story. Now, that could count as a kind of interpretation. But it's a fact. Finally, I can't wait to read it. How do you like it? How? How is an assumption? You should ask me if I like it. Only 10 pages. That makes 100 phone calls per page so far. Ignoriert sie einfach. You drive yourself crazy. Dafür ist Seans Antwort im New Yorker sehr überzeugend. Soll ich sie dir schicken? Was für eine Antwort? Auf einen bösartigen Artikel in der New York Times. Ach, den meinst du. Forget it. Sag mir lieber, wie es Heinrich geht. Charlotte macht ihm jeden Abend zu essen. Bitte sag ihr, dass Heinrich nur 2-mal in der Woche Fleisch essen darf. Ja. Hallo, mein Liebling? Du bringst hier alle ganz schön in Rage. Hallo, Stups. Komm, lass uns nicht damit die Zeit verschwenden. Der Staatsanwalt von Jerusalem will hierher fliegen und will hier in New York mit Überlebenden sprechen. In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Prosecutor answers Hannah Arendt's bizarre defense of Eichmann. Auf der ersten Seite. Alles nur Sturm im Wasserglas. Das ist nicht nur ein Sturm, das ist Ein Orkan, Hannah. Erzähl mir lieber, was ihr heute zu Abend esst. Spinat, Vollkornbrot und Wasser. Ist es gut, dass du nicht hier bist in New York? Sie Alle werfen dir vor, dass du Eichmann verteidigst, Hannah. Aber Stups, das sind doch nur ein paar Artikel in einer Zeitschrift. Du bist ja wirklich naiv. Sie denkt, ihr Sarkasmus wird sie schützen. Und zeigt er nur ihre Verletzbarkeit. Sie versucht, die Geschichte von sich fernzuhalten und macht sie auf diese Weise umso mehr zu ihrer eigenen. Falsch. Ganz falsch. Es geht darin nicht um sie. Ja, aber wo bleibt sie, wenn sie über diesen Nazi und seine Verbrechen schreibt? Sie hat doch das Recht, Schmerz zu empfinden und auch ihn zu zeigen. Das wäre schamlos und entspricht nicht Hannas Charakter.
Du musst darauf gefasst sein, dass wenn sie den Schmerz verdrängt, er sie am Ende wieder einholt. Und dich auch. Herr Professor Heidegger ist für Sie gekommen. Danke. Es ist ein Geheimnis um die Zeit, dass sie so wiederkehrt und alles verwandeln kann. Als ich dich wieder sah und du in deinem schönsten Kleide vor mir standst, wusste ich, dass ein neues Wachstum für uns beginnt. Bitte, bleib einmal stehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich herkommen sollte. Es gibt keine größere Einladung an die Liebe, als dem anderen durch Liebe zuvorzukommen. Nulla est anim major, et amorem invitatio quam pervenire amando Augustinus. Mit deinem letzten Brief hast du mich sehr betrübt. Konntest du nur all diesen Verleumdungen Glauben schenken? Als ich deine Rektoratsrede las, da ist mir speiübel geworden. Ich konnte es nicht fassen, dass der Mann, bei dem ich denken gelernt habe, sich wie ein Tor verhält. Ich weiß, es waren bittere Jahre für dich, voller Not, Entbehrung, Wehrlosigkeit. Aber auch für mich waren all diese Jahre nicht leicht. Martin, ich bin hierher gekommen, weil ich verstehen will. Anna, ich bin wie ein Knabe, der träumt und nicht weiß, was er tut. Ich bin im Politischen weder begabt noch bewandert, aber inzwischen habe ich gelernt und möchte zukünftig noch mehr dazu lernen. Auch im Denken nichts auszulassen. Aber warum bringst du es dann nicht fertig, dich öffentlich zu erklären? You're the toast of the town. Mary, hello. Oh, my goodness, it's good to see you here. Oh, beautiful. They're from Jim. He sends his love. He can't wait to meet you. Well, when will I finally meet him? Well, we'll sort something out. How was the trip? Oh, my goodness, it was great, but I'm starving. You should come to the talk. Oh. But you can't do that. You have to follow the rules. Oh, why? Nobody else does. What do you want me to discuss? There has not been one single critique of what I actually wrote. Did you really have no idea there would be such a furious reaction? Oh, Hannah, not even a little? You did take a certain tone, not the usual one. Untrue. The tone is quite normal for me. Well, for you, yes, but no one's ever dared to be the least bit ironic about this situation. You are trying to distract me. Never. Oh. See? I'm telling you, it is useless. I'm sure half of them hasn't even read the book. Exactly, and that is why you should speak publicly about it. Yes, expose their hypocrisy, force them to a real discussion. I refuse to explain myself to these dimwits. Im stummen Dialog mit mir selbst, I am alone. You have a very good memory. Ja. Terrible accent. If I win, do you promise to answer me a terribly personal question? You won't win. Mm-hmm. That's why I can promise you anything.
Was he the greatest love of your life? Oh, You know, your secret king of sinking. no, he was not. That is Heinrich. All right then, fill in the blank. Heidegger was the greatest in my entire life. Oh, come on, I won't tell anybody. There are some things that are stronger than a single human being. And did you read the book? You read it? I can't believe it. And I The bet she doesn't even worst show up. mistake was to criticize the Jews while the mass murderer was sitting there in the dock. Yeah, and to describe this murderer as a clown, a foolish little servant of Hitler who didn't have a mind of his own. And yet she says he's normal. That's Hannah Arendt. All cleverness and no feeling. I love that line in your article, Norman. I trust you've all read Norman's incisive rebuttal. What was it called? The perversity of brilliance. The perversity of brilliance. You were more fair than she had any right to expect. And now, of course, she's shocked. Oh, nonsense. She lives for such intellectual sensations. And she's far too smart not to realize the scandal she would provoke by attacking the Jewish leaders. Exactly. Last time we met, you were begging her to teach at your department. Well, won't make that mistake again. You're all treating Hannah Arendt like a suspect in a police court instead of a respected political thinker. Please, Bill, no one has attacked Hannah Eichmann's character. Your review of Hannah's work proves that you're too hysterical to write a single coherent sentence. And that charming little slip of the tongue proves that Lionel has lost his power of speech as well. You're so smitten with Arendt's European pretensions. She could defend Himmler himself, and you'd go along. Oh, down, Norman, down. Your fangs are showing. Almost no one here has even read the articles. Some of us tried, but couldn't bear to go on. Well, of course you couldn't. Hannah doesn't write soap operas. And of course, it would be too much to expect Miss Arendt to report on Eichmann's actual trial. She had to come up with something more interesting than that. Who does she think she is, Aristotle? Unlike all of you, Hannah was actually forced into exile. She was held in a brutal detention camp. Isn't it admirable that she is the only one who can discuss this subject without beating her breast? And why do you think that is? Because she's smarter than people with feelings? Well, in your case, Norman, being smarter is easy. She is more courageous than you are. Ladies and gentlemen, there will be plenty of time for discussion after our speakers have presented. Settle down so we can begin. Miss Arndt? Siegfried. You remember me? Natürlich. Sie waren doch in Kurt Blumenfelds zionistischer Gruppe in Berlin. It's hard to believe that you were once a Zionist. Ich denke nicht, Ihr Geheimdienst hat Sie aus Israel hierher geschickt, um mit mir über meine Jugendsünden zu reden. I'm here to request that you stop the publication of your book about Adolf Eichmann. Der Staat Israel zahlt 4 Flugtickets, nur um mir das mitzuteilen? Sie müssen ja am Geld schwimmen. Wenn Sie so aus dem Fenster schmeißen können. Es ist uns unbegreiflich, wieso Sie, eine Jüdin, so infame Lügen über Ihr eigenes Volk verbreiten. Sie reden über ein Buch, das nie geschrieben wurde. Ein Buch, das in Israel nie wird erscheinen dürfen. Und das auch in keinem anderen Land erscheinen sollte, falls Sie noch ein bisschen Anstand in sich haben. Sie verbieten Bücher. Und Sie sprechen zu mir von Anstand? Ich warne Sie. Falsch.
Sie drohen mir. Wir wollten Kurt Blumenfeld bitten, Sie zur Vernunft zu bringen. Aber sein Arzt sagte uns, er liege im Sterben. Und so grausam wollten wir nicht sein. Ich dachte, Sie wussten das. Rivka, warum habt ihr mich denn nicht früher benachrichtigt? Kurt wollte es nicht. Was machst du denn für Sachen, mein Lieber? Diesmal bist du zu weit gegangen. Nicht streiten heute. Diese Grausamkeit, diese Rücksichtslosigkeit von dir. Du wirst anders darüber denken, wenn du es liest. Ich habe es versucht. Aber seit wann hörst du denn auf andere, wenn es um mich geht? Ein Lachla, Bat Israel. Hast du keine Liebe zu deinem Volk? Ich kann mit dir nicht mehr lachen. Oh Gott, du kennst mich doch. Ich habe doch noch nie ein Volk geliebt. Warum soll ich denn die Juden lieben? Ich liebe nur meine Freunde. Das ist die einzige Liebe, zu der ich fähig bin. Gott, ich liebe dich. Sie denken, deine Artikel sind großartig. Sie denken, du seist total in die Irre gegangen und hättest kein einziges Wort davon schreiben dürfen. Irgendjemand dabei, den ich kenne? Ja, ein paar Freunde. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. Ich gehe schon. Oh, Hanna, ich wusste gar nicht, dass du... Lo, wie schön, dich zu sehen. Ich bin eigentlich gekommen, um Lotte zu helfen. Nein, nein, jetzt kommst du erst mal und setz dich zu mir. Ja.
wollte Lotte nicht alleine lassen. Danke. Ist doch selbstverständlich. Wie geht's Hans? Warum ist er nicht gekommen? Er fühlt sich nicht wohl. Oh Gott. Was steht da drin? Ach, nichts. Komm, Lotte. Komm her, lies es uns vor. Your picture is of a face hard as rock and cold as ice in the North Pole. Contempt hovers on the lips and an iron brutality is seen in the eyes. I felt that that page on which your picture is on contaminated the whole of the review. I put on a glove. I felt it revolting to put my bare hand on that page. Ripped it out from the review, and not wanting to give it the dignity of burning it, I threw it in the garbage can. I do not carry hatred in my heart, nor do I take delight in vengeance. But this I know, that the souls of our 6 million martyrs, whom you desecrated, will swarm about you day and night. They will give you no rest. It cannot be otherwise. Es lieb von dir, dass du heute Abend bei mir geblieben bist. Du hattest so einen schlimmen Tag heute. Als ich Kind war, da war mein Vater sehr krank. Er ist gestorben, als ich 7 Jahre alt war. Nach langem Kampf. Ich kannte ihn eigentlich immer nur krank. Und im Traum erscheint er mir. Ist er gesund? Sieht gut aus. Und er schaut mich an und er sagt, ich liebe dich. Was machst du mit den Briefen? Ich werde sie beantworten. Nein, das machst du nicht. Wenn du sie beantwortest, dann hört die Sache nie auf. Ich habe diese Menschen furchtbar verletzt. Das muss ich doch ernst nehmen. Im Übrigen, wir leben hier seit 20 Jahren. Ich habe nicht Lust, nochmal meine Koffer zu packen. Wegen ein paar Artikeln werden sie dich doch nicht vertreiben. Bist du dir da so sicher? A nice old man on the 10th floor said to give you this right away. Thank you, Freddy. We've discussed it at length and arrived at a unanimous decision. We respectfully advise you to relinquish your teaching obligations. Under no circumstances will I give up my classes. You may not have enough students who are willing to study with you. Perhaps you have not been in communication with your own students, but I'm entirely oversubscribed at the moment. And because of the extraordinary support of the students, I've decided to accept their invitation, and I will speak publicly about the hysterical reactions to my report. That's Hannah Arendt. All arrogance and no feeling.
Perhaps just for today, you will allow me to smoke immediately. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and a criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claimed that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial. I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blamed the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profoundly important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims. Yes. The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination.
I wrote no defense of Eichmann. But I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Hans, wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist. Ich bin gekommen in der verrückten Hoffnung, du könntest doch noch eine Einsicht haben. Aber du bist und bleibst immer dieselbe. Hannah, du machst mit deiner dir angeborenen Arroganz und deiner Unwissenheit, deiner seit langem bekannten Unwissenheit über die jüdischen Dinge, machst du aus einer Gerichtsverhandlung eine Abhandlung in Philosophie. Hans, bitte nicht jetzt. Ich bin zu erschöpft. Du benimmst dich wie eine eingebildete, rechthaberische deutsche Intellektuelle, die auf uns Juden herabschaut. Und du versuchst, uns eine Mitschuld an der Shoah unterzujubeln. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben. Und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Es war dein Freund Eichmann, der für die Abtransporte aus Gürst zuständig war. Und wenn du nicht das Glück gehabt hättest, rechtzeitig fliehen zu können, dann hättest du das Schicksal der Frauen geteilt, die dort zurückblieben. Hör auf. Sie wurden alle abtransportiert, alle deportiert nach... Hör auf, Hans. Ab heute werde ich auf die Lieblingsstudentin von Heidegger verzichten. Alle Welt versucht mir zu beweisen, dass ich Unrecht habe.
Und niemand erkennt meinen wirklichen Irrtum. Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem, niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Hättest du auch über den Prozess geschrieben, wenn du gewusst hättest, was da alles auf dich zukommt? Ja. Ich hätte auch darüber geschrieben. Vielleicht sollte ich auch noch mal erfahren, wer meine wirklichen Freunde sind. Kurt war dein Freund. Und wer ist auch geblieben? Kurt war meine Familie.